Walzer von Johannes Brahms sind ja eigentlich für Klavier zu 4 Händen komponiert worden. Sie sind wunderschön und wurden demzufolge so schnell so populär, dass Brahms selbst sie 2 Jahre später nochmal in einer Fassung für 2 Hände herausgegeben hat. Die Reduktion von 4 auf 2 Hände ist natürlich nicht unproblematisch, weil dadurch ein bisschen Material, ein bisschen Tonumfang verloren geht und auch die eine oder andere Begleitfigur auf der Strecke bleibt. Ich habe mich bemüht, in dieser Aufnahme das Original von Brahms, also seine zweihändige Fassung, aufzunehmen und gleichzeitig an einigen Stellen, wo ich das Gefühl hatte, dass ein bisschen was fehlt, die Begleitfiguren der 4händigen Fassung noch hinzuzuziehen. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war ja die sogenannte Zigeunermusik, also in dem Fall heißt das Einflüsse aus Ungarn auf die Musik, unglaublich populär. Und so merkt man diese ungarischen Einflüsse auch in der Klaviermusik von Brahms an ganz vielen Stellen. Er hat die ungarischen Tänze geschrieben, das ist ja ganz offensichtlich, aber auch in den Walzern kommen einige Motive und Rhythmen aus der ungarischen Volksmusik vor. Und auch in den Händel-Variationen würde ich sagen, die Variation 13 ist ganz eindeutig ungarisch inspiriert. Und sein erster Anstoß, sich mit dieser Musik so intensiv zu beschäftigen, kam, als er eine Konzertreise mit seinem Freund, dem ungarischen Geiger Remini, machte und in dieser Konzertreise fast nur ungarische Werke und Lieder erklangen. Josef Viktor Wiedmann, ein langjähriger Freund von Brahms und Schriftsteller, schreibt: Brahms, dessen blauen, scharf blickenden Augen man merkwürdigerweise die hochgradige Kurzsichtigkeit nicht ansah, liebte Anspielungen auf diese einzige Schwäche seiner Körperbeschaffenheit nicht. Im Gegenteil wollte er auch in ihr einen Vorzug erblicken, rühmte mir später manchmal, wie viel Unangenehmes er nicht zu sehen brauche, wenn er ohne den Kneifer aufzusetzen durch die Straßen gehe, oder erwähnte scherzhaft, wie es für ihn 1000-mal mehr schöne Mädchen und Frauen gebe als für andere, da kein zu deutliches Sehen seine Illusionen störe. Brahms war ein Händel-Kenner und er war ein Händel-Liebhaber. Das sieht man auch daran, dass er einige Händel-Oratorien für seine Zeit orchestriert hat. Und er hat sich sehr, sehr viel mit der Barockmusik und speziell mit der Musik Händels beschäftigt. Deswegen sind auch seine Händel-Variationen wunderbar geraten. Er hat 25 Variationen über ein Thema von Händel geschrieben und eine riesige Fuge hintendran. Er hat dieses große Werk Clara Schumann gewidmet und es ihr zum Geburtstag geschickt mit der Widmung für eine liebe Freundin. Mir persönlich sind diese Variationen natürlich auch deswegen so wichtig, weil ich mich mit dem
Original von Händel zunächst mal auseinandergesetzt habe und dann über die Musik Händels zu der Musik von Brahms gekommen bin. Und es ist schon erstaunlich, wie sehr Brahms in diesen 25 Variationen, die zwar vollkommen die musikalische Welt und Ausdruckskraft von Brahms darstellen und sind, trotzdem immer wieder Rückblicke zur Barockmusik schafft, mit einigen Ornamenten geradezu Händels zitiert. Und was er aus diesem wunderbaren Thema macht, was er da für einen Kosmos schafft, das ist einfach großartig.